Und hallo liebe Freunde und herzlich willkommen im Büro. Nein, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar des Stanley Parades. gruselig, was? Ja, und herzlich willkommen zu Stanley Parable. Ja, hier im Hintergrund wird unser Vordergrund im Monitor gespiegelt. Ich wusste, die Kugel, die was bewegt sich so hinten. Und noch, nee, da hinten geht's nicht, oder? Ah ja, guck mal, da hinten geht's sogar auch. Sogar der Monitor spiegelt sich hinten in den Monitor und der Monitor wie mit dem anderen Monitor. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So cool. So geil. Ja, das ist hinten auch ganz genau gut. Ich renne es ja schon auf 1120 x 1080. Ja, vielleicht renne ich es auch auf 2K. Ich muss mal schauen, wie es am besten macht. Ja, da spiegelt sich alles bis ins Kleinste. Ist ja cool. Ja, ich muss noch dazu sagen, das Stanley-Paraden. Dieses Spiel ist von Wreden oder Wreden oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Und das Original erschien schon 2011. Erschien. Und dieses hier, was wir jetzt spielen, erschien 2013. Ich habe jetzt meine Liste mal durchgeschaut, meine Steam-Liste. Da ist mir das Spiel hier aufgefallen, dass ich mir das vor Jahren mal gekauft habe. Also 2013 oder 2014. Weiß ich gar nicht mehr, wann ich das gekauft habe. Und da war natürlich dieses Spiel drin. Da habe ich gesagt, na, scheiß doch drauf. Kack die Wand an. Ich werde dieses Spiel hier Let's Playen, weil das total genial ist. Ich habe es schon mal gespielt gehabt. Und es ist wirklich sehr, sehr wunderschön. Weil das ist eigentlich kein Videospiel, das ist ja mehr Kunst. Und auch sehr, sehr witzig, muss ich dazu sagen. Und es motiviert auch immer wieder zum Neuspielen. Weil dieses ganze Spiel hat 18 mögliche Enden. Also mehr als 18 Folgen wären es nicht, Freunde. Und was ich halt auch noch sagen muss, wenn wir jetzt in der ersten Folge den Handlungsstrang so als Einführung komplett folgen werden, wird diese Folge nicht länger als 10 Minuten gehen, würde ich mal so sagen. Weil irgendwie geht's ja nicht länger, es geht ja ratzi-fatzi. Oder ich werde die Folgen länger machen, auf 20 Minuten, immer 3, 4, also wir müssen auch noch sehr, sehr viel rätseln. Also wie lange die Folgen werden, weiß ich noch nicht. Also die erste, ich spiele es erstmal normal, aber ich weiß noch nicht, wie es schneit, lasst euch einfach überraschen. Und ich will eigentlich nicht weiter drüber schnacken, ich will jetzt eigentlich mal zu einem Spiel beginnen, weil es wirklich wunderschön ist und macht sehr, sehr viel Spaß. Okay, ich gehe mal auf Spiel beginnen. Loading. Never the end, is never the end, is never the end, is never the end, is never the end. Ist nicht mehr die Ende, nicht mehr. Nee. Trink mal einen Schluck. Prost. Wieso leben wir so lang? Wir haben 0 Frames. Das Spiel abstürzen, Hilfe. Es geht jetzt los. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi.
Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. So, liebe Freunde, und da sind wir jetzt. Ab hier können wir uns bewegen und können wir machen, was wir wollen. Außer der Sprecher will es nicht. Nee, wir können es auch liegen, der Sprecher seine Entscheidungen entscheiden. Aber ich sag mal, die erste Folge machen wir mit dem ganz normalen Ende. Das geht jetzt auch nicht sehr lang, ziemlich schnell, so 7-8 Minuten dürften wir jetzt durch sein. Gucken wir mal hier. Ja, können wir das machen? Nein, 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 nein. Wir wollen nicht. Wir benutzen. Ich will eine DOS-Oberfläche hier. Okay. Wir sind jetzt da. Und wir werden jetzt einmal hinausgehen und mal schauen, was der gute Sprecher uns zu sagen hat. Okay, los geht's. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Habe ich etwa eine Nachricht verpasst? Ich weiß es nicht. 431, 436, G814, F1. Ja, wir schauen uns mal hier um. Was ist denn hier? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Vielleicht sind sie hier unten. Hallo, seid ihr vielleicht hier unten? Seid ihr unter dem Tisch? Ist das eine Geburtstagsüberraschungsparty für mich? Kuckuck, ist jemand hier? Hallo, 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 hallo. Vielleicht sehen wir etwas hier auf diesem Computer. Ich sehe nichts. Ranzoomen kann man auch nicht. Drücken wir E. Mit E machen wir ihn aus. Okay. Kriegen wir hier was? Nein. Aber wir sagten ja, das können wir alles noch im nächsten machen. Wir sagten ja, wir folgen jetzt erst. Schönes Bild. Hallo Bild. Ich bin's. Ein gebildeter Bildhauer. So, okay. Wir haben ja gesagt, wir folgen jetzt erstmal bloß dem Erzähler in der ersten Folge. Da geht's auch noch lang. Aha. Okay, wir folgen dem Erzähler. Das sagt uns nichts. Hodi. 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 Nee, kein Hodi. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Da ging er durch die, das hier, ein sehr, sehr kleiner Fernseher, durch die linke Türe. Gehen wir auch mal durch die linke Tür. Wir werden jetzt alles das machen, was dieser Herr uns sagt. Unser Herr und Meister dort oben hier, unser lieber Gott. Und in der zweiten Folge werden wir natürlich etwas mehr erkunden und erforschen. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Hallo? Hallo? Nein. Nein, wir werden nichts machen, was unserer Stimme folgen. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Wir können auch nach unten. Und das mit dem nach unten werden wir natürlich auch noch machen. Was ist hier? Zu. Verdammt. Wir gehen mal hoch. Was ist das hier? Nein, ich will schon rumprobieren. Nein, nein, nein. Es ist lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this.
What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845. Ich hab's mal notiert. Guck bei so meinträglich Arbeitet und ähnlichem zumindest. Ja. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. So, was haben wir? 2845. 2845. Ja. Mann. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Was wird hier wohl passieren? Oh mein Gott. Oh, ich will hier raus, Panik. Ich hasse Fahrstühle. Ich hasse Leute Bildschirme. Hey, hey. Man muss aber echt zugeben, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes und auch sehr irgendwie witziges Spiel, weil ich mich selber ab und zu immer... Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. So, okay. Wir folgen, wie gesagt, nur den Einweisungen in dieser Folge, was dieser nette Herr uns sagt. Und wir können dann noch... Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Gedankenkontrolle. Aha. Wisst ihr, was schön wäre? Wenn der Erzähler auf Deutsch sprechen würde. Könnte man sich viel besser aufs Spiel konzentrieren. Müsste nicht so viel mitlesen, also man kann natürlich, so wie ich, sehr, sehr gut Englisch. Okay, das war der Beste, das Let's Play ist vorbei. Ja, ich weiß, es schaltet keiner mehr ein. Escape. Aha. Nein, wir sollen nicht noch her. Wir probieren das alles noch aus. So, was haben wir denn hier? Wir werden das natürlich alles noch ausprobieren, aber komplett alles, das verspreche ich euch. Das wird ein sehr kurzes, aber schönes Let's Play. Was tun wir? Drücken wir auf die Lampe? Werden wir es wagen? Wir drücken. Ganz vorsichtig. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Die Matrix. Der Schlüsselmeister. Okay. Guck mal hier. Kamera. Was haben wir hier? Nein, wir gehen mal zurück. Oh, ich wollte die Kamera. Ich bin blöd. Ich bin kurz zu weit zurückgelaufen. Und nochmal drauf drücken? Nein. Okay. Und dann würde ich mal sagen, wir drücken mal hier auf diese Kamera, weil was anderes ist hier nicht. Und zwar mit sehr, sehr viel Gefühl. Mit sehr, sehr viel Gefühl. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing.
Ich hab's geahnt, hier geht's um den NSE. Ja, schaut euch das mal an. Hier wird wirklich alles überwacht. Das ist ja voll der Hammer. Genauso werden die Menschen auch überwacht. Also mir in Wirklichkeit ja auch überwacht. Jedes Gerät, was auch nur ansatzweise eine Kamera hat, kann natürlich sofort überwacht werden und sofort ist irgendjemand in deiner Privatsphäre. Deswegen habe ich alle Geräte, die man zu Hause sagt. Nein, ich habe nichts zu verbergen. Weil es auch eine blöde Ausrede ist, nichts zu verbergen. Weil es ist schon wirklich ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre. Am meisten, wenn man noch auf Toilette ist und hat ein Handy mit oder ein Tablet. Oder wenn man duschen ist. Also das ist schon ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre, was dieser Staat kann man nicht sagen, was diese Weltgemeinschaft halt tut. Der freie Mensch ist Geschichte. Da kann man machen, was man will. Da kann man Autos anzünden, kann man Pflastersteine auf Polizisten schmeißen. Das Ding ist gegessen. Das interessiert kein Schwein, was ihr macht. Das ist halt schlimm. Du kannst da halt Hitler pflegen oder sonst irgendwas. Das wird alles nichts mehr ändern. Du Steine wirfst oder irgendwas anderes, das bringt nichts. Außer Chaos und Zerstörung, und wer das will, ist dumm in meinen Augen. Entschuldigung. Muss aber mal gesagt werden. Okay, ich drücke E. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Aha. Okay. Das Wort war halt bloß mal so ein kleiner Gedankengang. Aber... Das ist eigentlich schon jemand. Guck mal, hier sind tausende von Bildern, aber... hallo? Okay, ich habe gelogen mit 1000, 380, 400, 600 Bilder. Das ist Feuer, 600, was? Da steht beim 600. 600. Beim 600. Fired. Aha. Aha. Also 600 Bilder haben wir, 600 Kameras. Das ist ja schon der Hammer. So, uns wurde gesagt, wir sollen hierher gehen. Es wurde uns gesagt. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Das werden wir. Wir werden diese Kontrolle zerstören. Wie auch immer. Wie auch immer. Wie auch immer? Input. Gehen wir. Mind Control. Awaiting Input. Ja, du erwartest eine Eingabe? Dann werde ich nun kommen und dir einen Einlauf verpassen. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Falls ihr euch wundert, dass ich jetzt immer mal mit der Schrift in Zug begehe, damit ihr das lesen könnt. Ne? Das ist der einzige Grund. Deswegen gehe ich immer mal so runter oder rüber, damit die Schrift immer so auf dunklen Hintergrund ist, weil wenn ich so hoch, könnt ihr kein Schwein lesen. Weil das wird ja alles überblenden. Okay, wir drücken natürlich auf. So, mal schauen, was passiert. Der Abspann, wir haben es durch. Blackness.
and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Nein, ich gehe zurück. Nein, ich gehe zurück. Nein, wir gehen jetzt mal raus. Und somit haben wir auch das erste Ende gesehen. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Und wir sind natürlich genauso glücklich, dass wir das erste Ende gesehen haben von diesem Spiel. Errungenschaft freigeschaltet. Habe ich das etwa angelassen? Beat the game. Ja, ich habe das, sonst schalte ich es mal aus bei Aufnahmen. Naja, egal.